Du wurdest also eingeladen, bei einem Tabletop-Rollenspiel mitzuspielen. Vielleicht von Freunden, vielleicht von Familie. Erst einmal herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten Schritt in eine größere Welt getan. Gerade wenn man noch nicht so viele Berührungspunkte mit diesem ganzen Thema hatte, dann ist man sich vielleicht nicht immer ganz im Klaren, was wird von mir erwartet, was muss ich mitbringen und wie läuft sowas eigentlich am Tisch ab, wenn man dann mal da ist. Ich erkläre dir alles, was du wissen musst, damit du für deine erste Gaming-Session bereit bist. Erstmal, was ist ein Tabletop-Rollenspiel? In einem Tabletop-Rollenspiel geht es darum, mit einer Gruppe um einen Tisch zu sitzen und Charaktere zu spielen, die ihr euch entweder ausgedacht habt oder die Spielleitung mitgebracht hat. Ihr spielt die Rolle von diesem Charakter und agiert in der Welt, die Spielleitung euch präsentiert, so wie dieser Charakter es tun würde. Dazu gehört ein bisschen Vorstellungsvermögen, um euch in diesen Charakter hineinzufinden. Aber keine Sorge, keiner erwartet von euch gerade in der ersten Session nicht und vielleicht auch nie, das schauspielerisch hochwertig zu präsentieren. Es geht nur darum, kollaborativ, also alle zusammen, eine gemeinsame Geschichte zu erzählen. Ihr könnt es euch vorstellen wie ein Film oder ein Buch, in dem ihr am Tisch aber die Hauptcharaktere spielt. Was der ersten Session meistens noch vorausgeht, ist aber eine sogenannte Session Zero. Das ist eine Session, wo man noch nicht spielt zusammen, also noch nicht das eigentliche Spiel spielt, sondern man nur bespricht, in welche Richtung die Story gehen soll, wer die Charaktere sind, wie man in der Gruppe zusammenspielt und welche Themen vielleicht auch am Spieltisch nicht aufkommen sollten, weil sich bestimmte Personen damit nicht wohlfühlen. Eine Session Zero ist sehr wichtig, damit alle auf einer Seite sind und alle wissen, worauf sie sich einlassen. Das heißt, wenn ihr noch keine Session Zero hattet, fragt gerne eure Spielleitung, ob ihr nicht eine machen wollt. Bei einer Session Zero wird auch oft das Miteinander am Tisch abgeklärt, wie das alles abzulaufen hat und was die Erwartungen tatsächlich an die einzelnen Leute sind. Wenn ihr Charaktere selbst erstellt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das in einer Session Zero zu tun, damit man weiß, was die anderen Spieler spielen, wie der eigene Charakter vielleicht in die Gruppe passt und ob die Charaktere aller Spieler als Gruppe in die Welt passen, die Spielleitung präsentieren wird. Das heißt, die Charaktererstellung sollte ein gemeinschaftlicher Prozess sein, wo man Abhängigkeiten von den Charakteren untereinander klärt, wer kennt vielleicht schon wen in der Gruppe und wie sind die Beziehungen untereinander. Je nach Spielsystem ist bei der Charaktererstellung eben wichtig, eine Klasse auszuwählen oder einen Archetypen, heißt es in manchen Spielsystemen. Das kann je nach Spielsystem ganz anders sein. Das wird euch eure Spielleitung aber dann eben auch verraten, wenn es soweit ist. Generell müsst ihr bei einer Spielsession oder auch in einer Session Zero noch nichts von den Regeln wissen. Die Spielleitung oder die anderen Spieler werden euch sicher gerne an die Hand nehmen und euch die Sachen erklären, wenn sie aufkommen. Wichtig ist nur, dass ihr eine Idee habt, wer dieser Charakter ist und wie er oder sie in unvorhergesehenen Situationen reagieren würde. Denn ihr klärt in der Session Zero vielleicht ab, welchen Grundton das Abenteuer hat. Ist es eher was Horrorlastiges? Ist es Fantasy? Aber die einzelnen Situationen, in der sich euer Charakter wiederfinden wird, wisst ihr vorher nicht. Aber auf eine unvorhergesehene Situation zu reagieren und einen Ausgang zu finden, mit dem keiner vorher gerechnet hätte, das würde ich sagen, ist das Spaßigste an diesem ganzen Hobby. Bei einer ersten Spielsession ist es aber vielleicht sogar besser, wenn die Spielleitung Charaktere mitbringt. Also die schon vorbaut und ihr sucht euch dann nur noch eine aus, mit der ihr euch am besten identifizieren könnt. Die Charaktererstellung läuft meistens nach ihren eigenen Regeln ab und das am Anfang, zum Beispiel bei so einem System wie D&D, noch on top zu packen auf so eine Session Zero, kann die ganze Sache ein bisschen kompliziert machen. Wenn ihr Bock habt, euch da reinzufuchsen, dann go for it. Aber in meiner Erfahrung schadet es der Immersion nicht. Immersion ist übrigens ein sehr wichtiger Begriff im Rollenspiel. Immersion bedeutet so viel wie das vollkommene Eintauchen in eine künstliche Welt. Also, dass du alles um dich herum vergisst und nur noch in dieser Welt existierst. Das ist sowas wie in der Zone zu sein und es ist ziemlich cool, wenn es am Spieltisch vorkommt. Das heißt, vorgefertigte Charaktere funktionieren genauso gut für eine erste Spielsession. Was müsst ihr zur ersten Spielsitzung mitbringen? Keine Sorge, ihr braucht keine Regelbücher, ihr braucht keine Miniaturen, ihr braucht keine Aufbauten oder was auch immer. In der ersten Session ist alles noch relativ entspannt. Die Spielleitung wird meistens die Regelbücher mithaben, die für euch relevant sind und für sie auch. Keiner wird von dir erwarten, dass du 50 € ausgibst für irgendein Regelbuch, wenn du noch gar nicht weißt, ob dieses ganze Hobby überhaupt was für dich ist. Was ihr allerdings tatsächlich mitbringen solltet, ist ein Satz Würfel. Was für Würfel ihr einsetzt, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf das System drauf an. Generell kann man sagen, dass es sich um polyedrische Würfel handelt. Das ist ein fancy Wort für mehrseitig. Und da fällt zum Beispiel auch so ein normaler sechsseitiger Würfel drunter. Bei bestimmten Systemen, wie zum Beispiel Dungeons & Dragons, kommt aber auch ein 20-seitiger Würfel zum Beispiel zum Einsatz.
Das klärt ihr am besten mit eurer Spielleitung ab, was für Würfel ihr tatsächlich braucht. Es gibt auch welche, die 8 Seiten haben, es gibt welche, die 10 Seiten haben, es gibt Würfel, die haben 100 Seiten. Also das kommt tatsächlich immer drauf an, was für ein Spiel ihr spielen wollt. Was du sonst noch mitbringen solltest, sind Stift und Papier, um dir Notizen zu machen, damit du Sachen nicht vergisst, die während des Abends passieren. Aber vor allem geht es darum, dass du Enthusiasmus mitbringst und Kreativität. Weil ein Rollenspiel ist immer nur so cool, wie das, was ich als Spieler da reinstecke. Je mehr ich mitmache am Tisch, desto mehr hat die Spielleitung quasi, um darauf zu reagieren, um mir Sachen anzubieten für meinen Charakter. Und es macht es einfach für alle angenehmer, um in so einen Fluss reinzukommen. Natürlich, wenn das eure erste Session überhaupt ist, dann erwartet keiner, dass ihr voll aufdreht und irgendwie voll drin seid. Es ist auch kein Problem, wenn ihr am Anfang ein bisschen schüchtern seid. Aber ihr werdet merken, es gibt Leute am Tisch, die voll drauf einsteigen und das macht es für dich dann meistens auch einfacher, so ein bisschen diese Scheu abzulegen und einfach einzusteigen und Spaß mit dem Ganzen zu haben. Jetzt ein bisschen was dazu, wie so ein Rollenspiel überhaupt abläuft. Also, ihr habt euren Charakter entweder vorgefertigt oder selbst erstellt und ihr bewegt euch in dieser Welt von der Spielleitung. Die Spielleitung präsentiert euch mit dem, was ihr seht, was ihr hört, was ihr schmeckt, was ihr riecht. Also alle eure Sinne und Eindrücke werden von der Spielleitung beschrieben. Die Spielleitung ist sozusagen euer Fenster in diese Welt, in der ihr alle spielt. Sobald eine Situation aufkommt, in der der Ausgang ungewiss ist, dann lässt die Spielleitung euch meistens würfeln. Dein Charakter hat bestimmte Fähigkeiten und das Würfeln dient in der Situation eigentlich nur dafür, zu sehen, wie schlau oder gut er oder sie sich in der Situation anstellt. Beispielsweise, du sagst als Spieler, du möchtest eine Tür auftreten. Ich als Spielleitung sage, okay, dann würfel bitte einen Stärkewurf. Du würfelst und mit dem Ergebnis sehen wir dann, ob du es schaffst oder nicht. Die Spielleitung ist also dafür da, dir zu erklären, wie dein Charakter die Welt um ihn oder sie herum wahrnimmt. Ihre Aufgabe ist es aber auch, die Regeln festzusetzen und zu wissen, wie man in dem Spiel bestimmte Situationen am besten regeltechnisch auflöst. Was man generell vor dem Spiel noch abklären sollte, ist der Spielstil der Gruppe. Was macht euch Spaß? Es gibt Leute, die haben den meisten Spaß an Rollenspielen, wenn sie mächtige Krieger spielen, die in irgendwelche alten Dungeons reingehen und Monster besiegen. Es gibt aber auch die, die soziale Interaktion sehr gerne mögen. Politische Intrigen, Ränke schmieden und all so ein Kram. Das ist wie gesagt etwas, was ihr vorher abklären solltet, um alle auf derselben Seite zu sein und alle zu wissen, okay, dafür melde ich mich an. Man muss aber sagen, es gibt keine falsche Art zu spielen. Wenn du nach einer Session merkst, okay, diese Gruppe scheint an anderen Sachen Spaß zu haben als ich, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es liegt nicht daran, dass jemand einen Fehler gemacht hat oder irgendwie falsch gespielt hat oder so. Das sind einfach verschiedene Spielstile und ich bin überzeugt davon, dass es da draußen genau den richtigen Tisch und die richtige Gruppe für dich gibt. Aber das führt für die erste Session vielleicht schon ein bisschen zu weit. Die wichtigsten Sachen sind eigentlich, dass ihr Bock habt, dass ihr an den Tisch zusammenkommt, dass ihr Spaß miteinander habt, dass ihr miteinander kommuniziert, was euch Spaß macht und was vielleicht auch nicht okay ist, aber vor allem, dass ihr euch auf die Sache einlasst. Ihr bringt eure Würfel mit, Stift und Papier und habt einfach einen schönen Abend zusammen. Und in einem Spiel, in dem man Abenteuer erlebt, Schätze anhäuft und uralte Mysterien entdeckt, geht das so gut wie sonst nirgendwo, meiner Meinung nach. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, bleibt locker, das wird schon und wir sehen uns das nächste Mal bei Dungeon Starter.